Die Covid-19-Pandemie hat in kürzester Zeit unsere Gesellschaft und den Alltag von allen Menschen fundamental verändert. Auch die Hochschullehre ist davon betroffen. Sie findet nun an vielen Hochschulen ausschließlich online statt. Für viele Dozierende bedeutet das, sich in bestimmten Technologien weiterbilden zu müssen, um die eigene Lehrveranstaltung online anbieten zu können. Verbindungsfehler, Navigationsschwierigkeiten, Systemcrashes oder unfreiwillige Katzenfilter über dem Gesicht, die meisten können mittlerweile viele Anekdoten aus dem Online-Alltag erzählen. Aber nicht nur für die Lehrenden, sondern auch für die Studierenden hat sich das Studium grundlegend geändert. Sie klagen vielerorts über das unfreiwillige Fernstudium. Häufig werden die Veranstaltungen nicht didaktisch überarbeitet und dem Online-Format angepasst, sondern es wird versucht, den bisherigen Ablauf der Lehrveranstaltung 1:1 in den virtuellen Raum zu übertragen. Doch warum sind viele der aktuellen Formen von Online-Lehre für Studierende so anstrengend? Der digitale Raum verändert für die Studierenden die Teilnahme an der Veranstaltung genauso, wie er für die Lehrenden die Organisation des Unterrichts auf den Kopf stellt. Aufgrund der räumlichen Distanz basiert der Lernerfolg noch mehr als bisher auf Disziplin, einem guten Zeitmanagement und Konzentration. Die wird unter den gegebenen Umständen zu einem kritischen Problemfaktor. Die Konzentration lässt nach, Ungeduld macht sich breit, Kopf- und Rückenschmerzen, der starre Blick geradeaus auf den Bildschirm nervt. Das Phänomen ist bekannt. Es kursiert auch bereits ein Begriff dafür: Zoom-Fatigue. Diverse Studien erklären, warum uns Videokonferenzen so ermüden. Uns fehlt schlichtweg die direkte Interaktion mit Menschen. Die soziale Isolation und der Umstand, sich nur im virtuellen Raum zu unterhalten, erfordert eine große geistige Anstrengung. Hinzu kommen folgende Belastungstreiber: Beobachtet zu werden, sich selbst zu beobachten, keine Möglichkeit zu haben, kleine Unaufmerksamkeiten oder nonverbale Hinweise wahrzunehmen. Der Smalltalk und die Pausen fehlen, instabile Verbindungen frustrieren, der Gesprächsfluss stockt. All das trägt zur sogenannten Zoom-Fatigue bei. Trotz der Sehnsucht nach dem Sozialen, die Zwangsdigitalisierung bringt auch Vorteile mit sich. Zum Beispiel erlaubt das Online-Only-Format den Studierenden, ihr Studium besser in den Alltag zu integrieren. Und viele Studierende geben sogar an, mehr Veranstaltungen als sonst zu besuchen. Zudem sehen auch die Studierenden einige Vorteile im Online-Lehren und wollen auch zukünftig nicht gänzlich darauf verzichten. Keineswegs aber verfolgen Hochschulen das Ziel, post-Corona in der exklusiven Online-Lehre zu verharren. Dennoch wird es kaum eine Rückkehr zur reinen Präsenzlehre geben. National sowie international gehen viele davon aus, dass die Präsenzlehre langfristig mit digitalen Lehrsettings und Lernoptionen verbunden sein wird. Das heißt, selbst wenn im Hochschulbetrieb irgendwann wieder eine gewisse Normalität eingekehrt und stufenweise die Rückkehr zum Präsenzunterricht gelungen ist, werden sich vermehrt Kombinationen der Online- und Präsenzlehre etablieren. Was heißt das für die aktuelle Situation? Nun, auch wenn wir zurzeit im digitalen Raum lehren müssen, könnte bereits im Hinblick auf eine Mischform aus Präsenz- und Online-Lehre mit anderen didaktischen Konzepten experimentiert werden. Die aktuellen pandemischen Umstände sind eine Chance, um mit anderen didaktischen Konzepten im digitalen Raum zu experimentieren. Die Inspiration dazu kann von anderen Lehrenden, anderen Hochschulen oder sogar von anderen Institutionen kommen, die Veranstaltungen und Meetings online umsetzen. Insbesondere Videos helfen dabei, die synchrone Online-Lehre zu durchbrechen. Stattdessen können verschiedene Formen der Hochschullehre umgesetzt werden. In denen können die Studierenden asynchron die Inhalte der Lehrveranstaltung erlernen. Die gemeinsamen, synchronen Online-Phasen können für die Vertiefung des Wissens im sozialen Kontext der Lehrveranstaltung genutzt werden. Diverse Hochschulen empfehlen auch, die Online-Lehre mit interaktiven Tools zu ergänzen.
Ferner gibt es weitere digitale Angebote neben Zoom, mit denen Webseminare partizipativ und abwechslungsreich gestaltet werden können. Der Gedanke einer Hochschullehre mit Online- und Präsenzanteilen darf grundsätzlich als Leitprinzip in der Gestaltung der Hochschullehre verstanden werden. Als langfristiges Ziel gilt es, die Präsenzlehre, die Online-Lehre sowie synchrones und asynchrones Lehren gleichermaßen an den Hochschulen einzusetzen. Dafür sind derzeit Mischlösungen gefragt, die Hochschullehre in Präsenz und im digitalen Raum ermöglichen.